Ja, herzlich willkommen zum GitLab CI/CD Components Talk. Das ist ein Feature, das in der Pipeline bei GitLab relativ neu ist. Und zwar gibt es das seit dem Release 16.11 und der Katalog dazu, in dem man sich die Komponenten angucken kann. Der gibt es seit 17.0 auf GitLab.com und mittlerweile aber auch auf unseren selbst gehosteten GitLab. Die Komponenten bauen im Endeffekt GitHub Actions nach. Also wer GitHub Actions kennt, wird sich da wahrscheinlich ziemlich schnell wiederfinden. Es sind bei weitem nicht so viele Features implementiert wie bei GitHub, aber es geht doch in Richtung Modularisierung dieser Pipelines. Und um da einfach mal ein Beispiel zu machen, beziehungsweise genau Features, also wir haben anstatt bisher können wir Jobs parametrieren mit Umgebungsvariablen oder mit CI-Variablen, was funktioniert, aber teilweise halt ein bisschen schwieriger ist, weil es verschiedene Layer gibt, die da gematcht werden. Dann, was auch möglich ist, eine Komponente mehrfach in seiner Pipeline zu inkludieren und verschiedene Dinge zu machen, dazu später mehr. Und was eben da mittlerweile auch dazu gekommen ist, ist, man kann ein oder mehrere Projekte als CI-Component-Projekt markieren, die landen dann in dem Katalog. Da schauen wir nachher auch mal rein. Aber erstmal zu Beispiel. Also das ist hier eine Komponente, die führt Robocop aus. Also das ist die Sache, die hier einfügen muss, außer dass Stages vielleicht noch irgendwie Check oder so haben sollte. Am Ende des Tages sage ich einfach, ja, benutze diese Komponente aus diesem Repository, das hier definiert ist, in der Version, die nach den App-Zeichen drankommt. Also das ist im Endeffekt genau das, wie wir eine GitHub-Action aufrufen. Die Inputs von dieser Komponente haben wir jetzt zwei Stück. Das ist die Stage, also in welcher Stage soll das ausgeführt werden. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Description anzugeben, einen Type und einen Default. Also, relativ interessant, dieser Default, wenn man das sinnvoll setzt, dann braucht man die Inputs nicht selber irgendwie ändern, kann das aber trotzdem machen, wenn man das will. Mit den Stages gibt es auch Möglichkeiten, Matcher einzuführen, also zu sagen, ja, ich habe hier eine Regular Expression, auf die dieser Input matchen muss. Dann kann man relativ viel machen. Das andere Beispiel ist die Tags. Also ich kann zum Beispiel sagen, meine Robocop-Komponente soll auf diesem CI Hetzner S Runner laufen und es ist ein Array. Genau. Das ist so zu dem Thema Import, da kann man ganz viele Dinge machen. Dann von den Imports abgetrennt ist dann hier mit den drei oder mit den drei Minuszeichen dann eine neue Seite in dem YAML, das ist dieser eigentliche Job. Um diese Inputs aufzurufen, gibt es diese Syntax mit $A, Klammer auf, Klammer auf und dann sage ich Inputs und dann kann ich die jeweiligen Inputs da referenzieren und dann kommt der Rest von diesem CI-Job. Ist nichts Besonderes dabei. Diese Inputs, die kann ich auch im Jobnamen verwenden. Also wenn ich einen Job mehrfach verwendet oder mehrfach aufrufen will oder mehrfach in meiner Pipeline haben will, dann muss ich den Namen, das ist jetzt hier einfach nur Robocop, muss ich dem Namen auch noch irgendwie einen Input verpassen, wo dann dran steht, ja, Robocop Verzeichnisname zum Beispiel, wenn ich sage, ich will die Möglichkeit haben, den nur auf ein bestimmtes Verzeichnis laufen zu lassen. Dann kann ich den eben mehrfach einbauen und den dann auf verschiedene Verzeichnisse laufen lassen. Genau, dann kann man auch das uns mal im Katalog angucken. Jetzt mal das Nummer 6. Also dieser Katalog, den gibt es einfach unter codemarkanter.de/explore/catalog. Und hier ist die
Dieses Repository, das ich markiert habe, dass das die CI-Komponenten beinhaltet. Und da gibt es auch gleich eine Liste, wo dran steht, was hier alles da ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel mein Beispiel, das ist der Robocop. Da haben wir aber auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel Terragram, TFLint, das ist für Terraform und OpenTofu sind das Komponenten. Wenn wir da reingucken, gibt es eine Übersicht an verschiedenen Komponenten. Und wenn wir jetzt wieder unsere Robocop, da, genau. Da gibt es eben hier eine kurze Beschreibung, wie ich die benutze und welche Parameter diese Unit kennt, diese Komponente kennt, sowie die Standards. Da gibt es dann auch ein README dazu, das vielleicht auch irgendwann mal Syntax-Highlighting unterstützt. Das wäre super, es fehlt einfach noch. Aber hier ist das README dieses Komponenten-Repositories drin. Genau, wenn wir da wieder gucken, also Robocop, genau. Da gibt es eben nochmal das Beispiel. Ich muss natürlich irgendwie vorher bundeln. Das ist eine andere Komponente, die ich gebaut habe. Der macht einen Bundle und legt die Gems, die zu dem Bundle gehören, in den Cache. Und die Robocop-Unit verwendet die dann, oder Robocop-Komponente verwendet die dann. Das steht eben nochmal dabei. Robocop, ja, als erstes Bundeln. Dann, was da drin ist. Wenn keine Robocop YAML da ist, legt er da einen Default hin und sagt, ja, wir wollen auf jeden Fall Macandra Robocop verwenden. Und die Ergebnisse werden dann als JUnit an das GitLab übertragen, damit man die dann in der GUI angucken kann. Dann sind die Links, also das gibt es natürlich eine gute Dokumentation dazu, wie man diese Komponenten schreibt, wie man die testen kann, was an Inputs, was man da alles machen kann, wie man da die Inputs validieren kann. Es gibt natürlich auch auf GitLab.com da einen Katalog, wo schon relativ viele Leute Dinge vorbereitet haben, bei denen man die nachgucken kann. Und es ist halt relativ schön, dass wir das alles selber in der Hand haben und dann nicht irgendwie Komponenten aus dem Internet verwenden.